Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch wieder eine schöne Weste mit so einem eigentlich recht einfachen Muster. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Für die Weste verwende ich Merino Dickwolle, Lauflinie 50 Gramm, 85 Meter. Die Häkelnadel 5,5. Für die Größe 36 habe ich ungefähr 400 Gramm Wolle gebraucht. Da habe ich weitere Größen ausgerechnet. Da kann man auch die Zwischengrößen daraus entnehmen. Also die Weste ist bei mir, habe ich recht locker gehäkelt für meine Größe. Also die Breite habe ich von 50 cm, die Gesamtlänge ab dem Punkt bis nach unten 62 cm. Und hier die Seitenlinie 35 cm. So, der Maschenanschlag für die Größe 36. Also Musterrapport besteht aus 10 Maschen, also teilbar durch 10, plus 5 Maschen für Symmetrie, plus Wendeluftmaschen. Das heißt, für Größe 36 130 Maschen plus 5 plus 2 Wendeluftmaschen. Kommen wir auf ca. 137 Maschen. Bei Größe 38 140 Maschen plus 5 plus 2. Dann ca. bei 42 sind es dann 150, bei 44 60 Maschen und dann 170 Maschen. Man kann natürlich auch mehr oder weniger Maschen anschlagen, also jeweils immer 10 Maschen dazu rechnen. Wenn das zu eng sein sollte, kann man 10 Maschen dazu rechnen. Oder hier kann man zum Beispiel 10 Maschen dazu oder umgekehrt auch 10 Maschen abziehen. Also wir schlagen die Maschen für kompletten unteren Rand an. Das heißt, das ist das Rückenteil und die beiden Vorderteile. Und häkeln dann das Teil bis zu den Armausschnitten einfach gerade mit unserem Muster. Also ich schlage jetzt die Luftmaschen an. Ich gehe mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal komplett um, hier unten festhalten und dann die Luftmaschen anschlagen. So, die Maschenanzahl für dieses Muster ist einmal teilbar durch 10 plus 5 Maschen für Symmetrie und dann plus Wendeluftmaschen. Ich zeige das Muster jetzt an einem kleineren Stück. Ihr schlägt eure Maschenanzahl an. So, jetzt häkle ich in die 4. Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Und dann weitere 3 Stäbchen. So, also 3 Luftmaschen, 4 Stäbchen haben wir gehäkelt. Jetzt überspringe ich 2 Maschen und in die 3. Luftmasche häkle ich jetzt 5 Stäbchen. So, jetzt überspringe ich 2 Luftmaschen und in die 3. Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Und dann weitere 4 Stäbchen. So, und das wiederholen wir stets, also wir häkeln 5 Stäbchen,
dann den Bogen aus 5 Stäbchen, dann wieder 5 Stäbchen. Jetzt häkle ich den Bogen aus 5 Stäbchen. Also 2 Maschen überspringe ich, in die dritte Masche einstechen und häkle dann 5 Stäbchen. So 2 Maschen überspringen und am Ende der Reihe häkeln wir dann 5 Stäbchen. So schaut die erste Reihe aus. Dann häkeln wir die zweite Reihe. 3 Luftmaschen, die Arbeit wenden. Jetzt häkle ich in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Also 4 Stäbchen häkle ich jetzt. Also 3 Luftmaschen und in jedes Stäbchen habe ich ein Stäbchen gehäkelt. Also insgesamt habe ich jetzt 3 Luftmaschen und 4 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier dieses Muster. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und in das mittlere Stäbchen, in das dritte Stäbchen häkle ich eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Und jetzt haben wir hier 5 Stäbchen. Ich häkle in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Also 5 Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir jetzt stets. 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen. Und dann kommen wieder 5 Stäbchen und so weiter. Und am Ende der Reihe häkeln wir auch 5 Stäbchen. Also 4 Stäbchen habe ich gehäkelt. Und die letzte Masche häkle ich hier zwischen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir das Muster ab der ersten Reihe. Wir wiederholen 3 Luftmaschen. Einmal wenden, 4 Stäbchen häkeln. So, und jetzt häkeln wir hier in diese feste Masche in die Mitte 5 Stäbchen. Also hier ein Stäbchen und 5 Stäbchen häkeln. So, und jetzt häkeln wir 5 Stäbchen. In jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir stets. Also wir häkeln jetzt wieder diese 5 Stäbchen in die mittlere feste Masche. Also hier in die feste Masche einstechen und 5 Stäbchen häkeln.
am Ende der Reihe häkeln wir auch wiederum 5 Stäbchen. Das 4. Stäbchen und das 5. Stäbchen häkle ich hier zwischen den letzten beiden Maschen. So, und ab der 2. Reihe wiederholen wir jetzt stets. Also ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, das Ganze wenden, 4 Stäbchen häkeln. Zwei Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. 2 Luftmaschen und jetzt 5 Stäbchen. So schaut das Muster aus und wie gesagt, wir häkeln jetzt erstmal unser Rumpfteil bis zu den Armausschnitten. Wenn wir das Rumpfteil gehäkelt haben, teilen wir die Weste in 3 Teile auf, also in das Rückenteil und beide Vorderteile. Und dann häkeln wir die 3 Teile also getrennt. Also ich habe erst das Rückenteil gehäkelt und dann die Schultern und jetzt häkeln wir auch zusammen das Vorderteil. So, und zwar, wenn das zum Beispiel das komplette Rumpfteil ist, häkle ich praktisch hier das Rückenteil gerade. Und dann fange ich an, hier die Vorderteile zu häkeln. Und für diesen Ausschnitt hier lasse ich hier zwischen Platz. Das sind dann praktisch die Armausschnitte, die ich auslasse. Und häkle hier praktisch, das ist dann das Rückenteil. So, und dann habe ich hier das Vorderteil und hier das zweite Vorderteil. Also hier lasse ich Abstand, häkle erstmal in Reihen gerade weiter, bis ich hier am Ausschnitt ankomme. Dann häkle ich den Ausschnitt und die Schultern. Am Rückenteil häkle ich in Reihen gerade, bis ich hier am Ausschnitt ankomme. Da häkle ich dann 2 Reihen Ausschnitt. Also ich habe eigentlich hier gerade gehäkelt, also nicht rund, sondern eher so gerade. 2 Reihen Schultern und gleichzeitig auch der Ausschnitt. Und wir häkeln, also wie gesagt, das Rückenteil einfach in Reihen weiter häkeln. Und wir häkeln jetzt mit euch zusammen auch die Vorderteile. Also ich habe hier mein Vorderteil, ich habe 2 Reihen schon gehäkelt. Und hier, das ist der Ausschnitt für unsere Ausschnitte hier. So breit ist es bei mir, das ist dann, also da sind die 5 Stäbchen, dann dieses Element und hier habe ich 3 Stäbchen. Für das Rückenteil habe ich dann, das ist die Breite vom Rückenteil, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 von solchen Elementen. Auf der Seite habe ich noch 2 Stäbchen und halt diese Reihen mit 5 Stäbchen. Genau, die Breite kann man natürlich auch individuell anpassen. Man kann das Rückenteil etwas breiter oder etwas schmaler häkeln, je nachdem, wie es euch am besten passt. Ich mache es eher ein bisschen schmaler. Wie gesagt, hier den Abstand kann man auch individuell anpassen. Man kann mehr oder weniger Abstand. Ich habe jetzt recht großen Abstand hier gelassen.
Und das habe ich extra so gemacht, damit praktisch, wir häkeln das natürlich auch noch um. Deswegen braucht man mehr Platz und ich wollte keinen so breiten Rückenteil haben. Damit man einen schönen Ausschnitt hier bei den Ärmeln hat. Genau, und dass es nicht zu breit ist. Also der Ausschnitt, Armausschnitt ist bei mir jetzt ca. 5 cm. Für die kleine Größe ca. 34, 36. Man kann pro weitere 3 Größen vielleicht 2 Stäbchen dazu rechnen. Mehr würde ich nicht machen. Also das heißt maximal 1 cm. 3, 4 Größen kann man dazu rechnen, also dazu rechnen und Zentimeter weiter häkeln den Ausschnitt. Und wie gesagt, das Vorderteil habe ich ganz normal hier angefangen, alles nach Muster gehäkelt. Und hier endet es bei mir so, dass ich habe hier 5 Stäbchen, dann hier in die Mitte habe ich 3 Stäbchen gehäkelt und ein Stäbchen noch zusätzlich. Und zwar die Reihe noch davor habe ich angefangen. Also und zwar genau 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen und hier habe ich in die mittlere Masche eine feste Masche gehäkelt und daneben auch noch eine feste Masche. Dann habe ich umgedreht, in die erste feste Masche ein Stäbchen gehäkelt, dann in die mittlere 3 Stäbchen und hier Rest nach Muster. Das ist wieder die Reihe mit den 2 Luftmaschen. Häkle ich dann hier statt eine feste Masche 2 feste Maschen. Genau. Ich häkle erstmal die Reihe hier ganz normal nach Muster. So bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich diese 2 feste Maschen. In die erste häkle ich 3 Stäbchen. Und in die letzte Masche häkle ich noch ein Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche, wende das Ganze und häkle in das erste Stäbchen eine feste Masche. Und dann in das mittlere Stäbchen, praktisch hier, in das zweite Stäbchen, häkle ich auch eine feste Masche und nach Muster jetzt 2 Luftmaschen und 5 Stäbchen. Und so schaut bei mir der Rand aus. Je nachdem, wie es bei euch ausfällt, man kann natürlich auch dieses Muster zu Ende häkeln und dann hier zum Beispiel 2 Stäbchen häkeln und wenden und immer mit 2 Stäbchen beginnen. Das kann man auch machen. Und wenn man aber hier mittig ist, kann man das so häkeln, wie ich das jetzt häkle. So, und jetzt häkle ich weiter in Reihen, bis ich bei dem Halsausschnitt ankomme. So, ich habe jetzt das Vorderteil in Reihen bis zum Halsausschnitt gehäkelt und jetzt häkeln wir auf der Seite den Halsausschnitt. Und zwar, ich mache hier Folgendes. Ich mache hier diese Masche zu. So, dann lasse ich hier diesen Abstand, das sind diese 5 Stäbchen, plus hier 7 Stäbchen, das ist das 8. Stäbchen. Und da fange ich jetzt an. Nehme ich mir den gleichen Faden, hole mir hier durch und jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Wenn man jetzt von links nach rechts häkelt, dann häkelt man hier ein Stäbchen. Also jetzt häkle ich in das erste Stäbchen hier von 5 ganz normal ein Stäbchen. Wenn man von links kommt, häkelt man hier das letzte Stäbchen und ein Stäbchen in die mittlere Masche.
So, jetzt häkle ich alles nach Muster. Dann wende ich und häkle die Rückreihe, bis ich wieder hier am Ausschnitt ankomme. Also ich häkle hin und dann wieder zurück, bis ich hier vorne ankomme. So, ich habe jetzt die Rückreihe gehäkelt. Das ist bei uns der Ausschnitt. Ich habe hier von 5 Stäbchen 3 Stäbchen gehäkelt und jetzt häkle ich, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Wenn man andersrum ist, dann häkelt man hier 3 Luftmaschen und dann die 2 überspringen und dann 3 Stäbchen häkeln. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt überspringe ich 2 Stäbchen und häkle hier das eine Stäbchen. Moment, ich drehe das alles einmal. So, das ist der Ausschnitt, so schaut die Rundung aus. So, jetzt häkle ich wiederum einmal die Hinterreihe und dann die Rückreihe zum Halsausschnitt. Also Rest einfach nach Muster häkeln. So, jetzt bin ich wieder auf der Ausschnittseite. Ich habe hier dieses Element, 5 Stäbchen, das letzte Element. Und jetzt häkle ich hier, wo wir das eine Stäbchen haben, hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Das ist der Ausschnitt. So, das ist jetzt die 4. Reihe von dem Ausschnitt, was wir häkeln. Dann häkeln wir noch die 5. Reihe. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in die mittlere Masche statt 5 3 Stäbchen. Den Rest häkle ich dann nach Muster. So, hier häkle ich dann 5 Stäbchen. Das ist irgendwie die 5. Reihe von dem Halsausschnitt. Ich häkle 2 Luftmaschen. Dann häkle ich hier in die mittlere Masche. In das zweite Stäbchen häkle ich eine feste Masche. Also in das zweite und dann in das dritte, in das mittlere Stäbchen auch eine feste Masche. So, und dann 2 Luftmaschen. Den Rest nach Muster, also 5 Stäbchen. Hier 2 Luftmaschen, das dritte Stäbchen ein Stäbchen und hier zwischen ein Stäbchen eine feste Masche und das ist die zweite feste Masche. Das ist dann die Breite von Vorderseite dann oben. So, jetzt häkeln wir alles nach Muster, 3 Luftmaschen, einmal wenden, in die zweite feste Masche häkle ich 3 Stäbchen. So, jetzt nach Muster 5 Stäbchen. So, jetzt sind wir hier am Ende der Reihe. Wir haben hier diese 2 feste Maschen. In die erste feste Masche häkle ich 3 Stäbchen.
Und in die letzte feste Masche häkle ich ein Stäbchen. So, jetzt ist der Halsausschnitt praktisch fertig. So schaut der aus. Schön abgerundet. Und jetzt häkeln wir nach Muster weiter. Eine Luftmasche, das Ganze wenden. So, in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite Masche eine zweite feste Masche. 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und hier in das dritte Stäbchen eine feste Masche. Und hier zwischen den beiden Maschen nochmal die zweite feste Masche. Und auf diese Weise häkeln wir dann noch weitere Reihen. Zeige ich euch gleich. Die andere Seite. Also ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen noch praktisch weiter gehäkelt. So schaut bei mir der Ausschnitt aus. Hier habe ich ganz normal die letzte Reihe dann gehäkelt. Einfach gerade. So. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt können wir die Schulternähte zusammennähen, und zwar mit demselben Faden. Jetzt, den habe ich noch nicht abgeschnitten. So, die rechte Seite auf die rechte Seite legen. So. Jetzt gehe ich von hinten, steche ich ein, hole mir die Schlinge einmal hier durch. Man kann es auch mit einer Nähnadel vernähen, man kann es aber auch mit Kettmaschen vernähen. Das mache ich meistens mit den Kettmaschen. Jetzt steche ich hier ein und hier ein. Also man kann auch die inneren Schlingen nehmen, wenn es zu viel ist. Also die inneren 2 Schlingen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. So, dann wieder die inneren 2 Schlingen. Faden holen, die linke durch die rechte, und auf diese Weise vernähe ich dann. Wie gesagt, man kann einfach auch mit Nähnadel vernähen. Und so schaut es auf der linken Seite aus und so schaut es auf der rechten Seite aus. Ich bin jetzt beim Rückenteil. Ich habe es soweit gehäkelt, bis ich oben bei den Schultern angekommen bin. Und jetzt häkle ich die Schultern und den Ausschnitt. Und zwar für die Schultern nehme ich diesen Abstand. Das sind bei mir diese 5 Stäbchen, dieses Motiv und dann noch diese 2 Stäbchen. Das heißt, es sind ungefähr 12 Stäbchen. Und jetzt häkle ich 2 Reihen nach Muster. Also ich häkle ganz normal, wie bis jetzt. Wende das Ganze, also nach Muster ein Stäbchen. Dann hier 5 Stäbchen nach Muster. So, und hier 5 Stäbchen.
So, das ist praktisch die Schulternbreite. Und jetzt häkle ich noch eine Reihe nach Muster. Ich wende einfach, also 3 Luftmaschen, das Ganze wenden und jetzt häkle ich noch eine Reihe. Ganz normal, alles nach Muster. So, 2 Luftmaschen, in der Mitte eine feste Masche, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, wie gesagt, das ist die Schulter am Rückenteil und somit haben wir auch den Halsausschnitt gehäkelt. Und auf der anderen Seite häkeln wir genauso diese 2 Reihen. Also hier genauso diese Schultern häkeln. Bei größeren Größen kann man eventuell noch eine Reihe dazu häkeln, aber ich denke mal, also 2 Reihen passt eigentlich für alle Größen. Wir häkeln jetzt mit euch die Ärmel um. Eine Seite habe ich schon gehäkelt, so schaut es aus. Man kann es zweifarbig machen, man kann es aber auch mit einer Farbe häkeln. So. Also wir fangen praktisch hier mittig an. Hier in der Mitte, also unten, fange ich mit dem Umhäkeln an. Also ich bin jetzt unten bei der untersten Ecke, dann nehme ich mir hier die Mitte an diesem Muster, stiche ich da ein, hole den Faden dadurch, häkle eine Luftmasche, jetzt häkle ich feste Maschen. In die Masche nochmal einstechen und eine feste Masche häkeln. So, jetzt häkle ich in jede Masche jeweils eine feste Masche. So. So, jetzt haben wir hier diese Ecke. Da mache ich Folgendes. So, damit diese Ecke ein bisschen angerundet ist, lasse ich hier diese 2 Maschen aus und hier, direkt hier in diese Ecke, häkle ich jetzt Moment, ich muss erstmal schauen. Ich häkle noch eine feste Masche. So, jetzt hier in diese Ecke häkle ich ein halbes Stäbchen. Jetzt häkle ich 4 Stäbchen in diese Ecke. So, und jetzt schaue ich, wo komme ich jetzt am besten hin. Hier häkle ich eine feste Masche. So, damit diese Ecke ein bisschen abgerundet wird und der Ausschnitt nicht so eckig bei uns ist, deswegen häkle ich dieses Element praktisch. Und jetzt hier auf den Seiten, wir haben hier unsere Querreihen und jetzt häkeln wir feste Maschen. Ich kann nie genau sagen, wie viele feste Maschen ich häkle. Ich schaue einfach, dass das Ganze sich nicht zu sehr zusammenzieht und umgekehrt auch nicht zu locker wird. Sind bei mir ungefähr pro 2 Querreihen 3 bis 4 feste Maschen. Ich schaue einfach immer, wie sich die Maschen am besten legen und häkle entsprechend mehr oder weniger feste Maschen.
Ich sage, so schaut es eigentlich gut aus. Ich habe jetzt hier 2 Querreihen. Da habe ich zum Beispiel 3 feste Maschen. Hier habe ich jetzt 4 feste Maschen. Also immer im Wechsel versuchen so zu häkeln, dass das Ganze einfach gut ausschaut. Ich sage, nicht zu fest und nicht zu locker. 3 bis 4 feste Maschen pro 2 Querreihen. Und so häkle ich das Ganze komplett um. Auf der anderen Seite sehen wir uns dann, also hier, wo bin ich jetzt? Also unten praktisch, da haben wir angefangen und da haben wir diese Ecke auch. Da häkeln wir genauso ein Element wie hier, damit das Ganze sich ein bisschen abrundet. Und bis dahin häkeln wir einfach feste Maschen. Also jetzt bin ich hier an dieser Ecke. Das sind nochmal diese Ecken, damit man es besser sehen kann. Also einmal die Ecke und einmal die Ecke. Die Ecke haben wir schon gehäkelt, jetzt machen wir die andere Ecke. Also ich bin jetzt praktisch unten, schließe ich gleich auch die Runde und davor runde ich diese Ecke ab. So. Das wäre dann direkt die Ecke hier unten. Da habe ich feste Maschen gehäkelt, hier habe ich kleinen Abstand. Jetzt häkle ich, also hier häkle ich einfach Stäbchen. So häkle ich erstmal 4. So, 4 Stäbchen. Man kann ein halbes Stäbchen oder nochmal ein normales Stäbchen häkeln, das ist dann eigentlich egal. So, jetzt häkle ich hier, versuche ich eine feste Masche zu häkeln. So, das lasse ich jetzt einfach so. Und jetzt schließe ich das Ganze, also ich häkle dann einfach weitere feste Maschen. So, jetzt bin ich schon hier angekommen, wo wir angefangen haben. Jetzt nehme ich mir die andere Farbe, die Kontrastfarbe. Man kann aber auch mit Weiß einfach ganz normal weiter häkeln. Jetzt schließe ich die Runde. Ich stiche hier ein. So, hole mir die andere Farbe und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Jetzt eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir eine Kontrastfarbe oder auch in Weiß noch eine runde feste Maschen. Jetzt häkle ich einfach in jede Masche jeweils eine feste Masche und häkle eine komplette Runde. So, ich bin jetzt am unteren Rand angekommen. Jetzt mache ich den Farbwechsel. Steche hier ein, hole den Faden und die linke durch die rechte durchziehen. So, und jetzt häkeln wir eine runde halbe Stäbchen. Also 2 Luftmaschen, ein Umschlag, einstechen, Faden holen, alle 3 Schlingen durch, nochmal ein Umschlag, Faden holen, alle 3 Schlingen durch. Das ist ein halbes Stäbchen, also alle 3 Schlingen durch. So, jetzt mache ich Folgendes an diesen hier, wo diese Rundung ist, mache ich jetzt auch ein paar Mal die Maschenabnahme. Häkeln, damit es schön abgerundet wird. So, und zwar, ich mache es folgendermaßen. So, ich steche ein, hole mir den Faden in die nächste Schlinge. Jetzt in die nächste Schlinge mache ich einen Umschlag, Faden holen. Jetzt habe ich 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein halbes Stäbchen ganz normal. Und dann mache ich noch eine Maschenabnahme. Auch wiederum Faden holen in die nächste Schlinge. Und in die nächste Schlinge mache ich einen Umschlag, nochmal Faden holen.
4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Jetzt wickele ich ganz normal weitere halbe Stäbchen, eine komplette Runde und auf der anderen Seite hier machen wir auch ein paar Maschen abnehmen. Also wir häkeln jetzt erstmal eine Runde halbe Stäbchen. So, jetzt bin ich bei der anderen Seite angekommen. Da ist die Mitte, also hier ist diese Rundung. So, jetzt häkle ich da auch die Maschenabnahme. Also hier in die nächste Masche einstechen, Faden holen, ein Umschlag in die nächste Masche einstechen, Faden holen, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Jetzt häkle ich ein halbes Stäbchen. Jetzt häkle ich noch eine Maschenabnahme. Also einstechen, Faden holen, Umschlag, einstechen, Faden holen, 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Bei größeren Größen kann man auch noch weitere Abnahme häkeln. Also da müsst ihr einfach schauen, wie es am besten bei euch ausschaut. So, also ich habe jetzt 2 Maschen abgenommen. Man kann aber auch mehrere Maschen abnehmen. Und jetzt häkle ich hier noch ein paar halbe Stäbchen. So, das letzte Stäbchen. Und jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. Hier oben einstechen, in die zweite Luftmasche, Faden holen, die linke durch die rechte durch. Da mache ich aber wieder den Farbwechsel. Ich nehme mir die braune Farbe. So, eine Luftmasche und jetzt häkeln wir das Ganze nochmal mit den festen Maschen um. Wenn Sie das Ganze noch etwas zusammenziehen sollte, noch mehr, kann man auch eine kleinere Häkelnadel nehmen. Das mache ich jetzt und häkle noch eine runde feste Maschen. Wie gesagt, so schaut es dann aus. Einfach weitere feste Maschen häkeln dann. Noch eine Runde. So, hier ist das Ganze umgehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche, einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. So, und so schaut es aus. Jetzt schneide ich den Faden ab. So, und so schaut das Ganze jetzt aus. So, auf die gleiche Art und Weise, wie wir die Ärmel umgehäkelt haben, häkeln wir auch das Vorderteil hier an den Ausschnitten, hier vorne und hier unten um, also komplett. Man kann hier seitlich beginnen, dann komplett das Ganze umhäkeln, hier, bis man wieder auf der Seite ankommt. Ansonsten machen wir das auf die gleiche Weise. Also wir beginnen dann praktisch mit der weißen Farbe und häkeln die erste Runde mit Stäbchen. Also hier am unteren Rand haben wir ja jeweils die Maschen, die sehen wir. Auf der Seite hier, wir haben die Querreihen, wie ich schon sagte, so circa 3 bis 4 Stäbchen pro solche 2 Querreihen. Und dann haben wir hier den Ausschnitt. Da auch schauen, weil da haben wir auch diese also hier haben wir ganz normal die Maschen und dann haben wir hier auch die Querreihen. Die sind natürlich etwas länger. Es kann sein, dass man dann 3 feste Maschen häkelt, 2, 3, 2 und so weiter. Also auch also das sind die Reihen einfach ein bisschen anders. Dann einfach schauen, dass ihr das Ganze nicht so stark zusammenziehen soll. Hier hinten am Ausschnitt, da haben wir auch ganz normale Maschen. In jede Masche jeweils eine Masche häkeln. Und wo die Querreihen sind, da 3 bis 4 feste Maschen.
So, die zweite Reihe häkeln wir dann auch wiederum feste Maschen, entweder Kontrastfarbe oder in Weiß, dann halbe Stäbchen und dann nochmal eine Reihe mit festen Maschen. Ich zeige euch nur noch, wie man diese ganzen Ecken verarbeitet. Also wir haben die unteren Ecken und wir haben auch die obere Ecke an Halsausschnitt. Das zeige ich euch und die Knopflöcher. Also ich bin jetzt bei der ersten Ecke. So, ich habe hier eine feste Masche gehäkelt. Jetzt häkle ich hier. Also eine feste Masche, zweite feste Masche, dritte feste Masche. Ich muss immer schauen, wie ich das am besten mache. Ich häkle noch die vierte feste Masche. So, dann hier in die Querreihen häkle ich ganz normal wiederum die festen Maschen. So, also nochmal, ich habe an der Ecke 4 feste Maschen gehäkelt. So, jetzt häkeln wir die zweite Runde mit den festen Maschen. Ich habe jetzt hier wieder die Ecke, wir haben 4 feste Maschen an der Ecke. Also die erste feste Masche, da häkle ich eine feste Masche. Jetzt habe ich die zweite feste Masche, da häkle ich jetzt 2 feste Maschen. Und jetzt hier auf die Seite häkle ich ganz normal, dann wiederum in jede feste Masche eine feste Masche. So schaut die Ecke dann aus. Also in die feste Masche, die hier an der Spitze ist, haben wir 2 feste Maschen gehäkelt. So, jetzt häkeln wir die Runde mit den halben Stäbchen. So, und zwar, wir haben hier in der Mitte diese 2 feste Maschen, die wir zugenommen haben. Davor häkle ich noch ein halbes Stäbchen. Und in diese 2 Maschen, in jede Masche häkle ich jeweils 2 halbe Stäbchen. Also in die erste Masche 2 halbe Stäbchen und in die zweite feste Masche auch 2 halbe Stäbchen. Und jetzt häkle ich ganz normal pro weitere Masche jeweils ein halbes Stäbchen. Und so schaut die Ecke aus. Jetzt häkle ich weitere halbe Stäbchen und da zeige ich euch auch, wie man den Knopfloch macht. Also und zwar, wenn man hier jetzt ein Knopfloch arbeiten möchte, häkle ich eine Luftmasche, überspringe eine Masche unten und dann häkle ich ein halbes Stäbchen. So entsteht ein Knopfloch und in der nächsten Runde, da häkeln wir die festen Maschen wieder. So, und hier drüber häkeln wir einfach eine feste Masche. So, das ist jetzt die abschließende Runde. Also hier habe ich meine Ecke und da häkle ich einfach in die Spitze in 2 Maschen, jeweils 2 feste Maschen. Da häkle ich noch eine feste Masche. Hier häkle ich 2 feste Maschen. Wir sehen hier auch diese 2 halbe Stäbchen, die wir zugenommen haben. Also in eine Masche häkle ich 2 feste Maschen. Und in die nächste Masche häkle ich auch 2 feste Maschen. Und jetzt häkle ich pro weitere Masche jeweils eine feste Masche. Und da haben wir das Knopfloch. Also hier häkeln wir, wie gesagt, hier häkle ich noch eine feste Masche, das gehört zu dem Stäbchen. Dann häkle ich hier in die Luftmasche eine feste Masche und dann in das nächste Stäbchen auch eine feste Masche. So schaut das Knopfloch praktisch dann aus und hier so schaut die Ecke aus. Und so häkeln wir dann weiter, bis wir das komplett
fertig umgehäkelt haben. Also wir sind jetzt soweit mit der Weste fertig. Ich habe dann noch die Knöpfe angenäht. Und zwar zwischen den Löchern habe ich 9 Stäbchen und die Knöpfe habe ich also hier an diesem Rand aufgenäht. Also hier auf diesem Rand. So, also der Knopf oben ist bei mir da und der untere Knopfloch habe ich so gearbeitet. So, und somit sind wir mit der Weste fertig. Also ich wünsche euch viel Spaß, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.